Verschiedene Krankheiten können Schmerzen an der Hüfte auslösen. Jedoch gibt es bestimmte Beschwerdenbild, die eher Schmerzen nachts produzieren als andere. Bevor wir genau über diese Krankheitsbilder besprechen, muss man aber im Voraus sagen, dass es einen wichtigen Faktor gibt, warum man nachts mehr Beschwerden verspürt als tagsüber. Und dieser Grund ist deine Aufmerksamkeit. Normalerweise ist man tagsüber mehr abgelenkt. Man hat mehr zu tun, bewegt sich auch mehr. Das heißt, die Muskulatur und alles drumherum hat auch einen Einfluss auf deine Schmerzenwahrnehmung. Nachts, wenn man im Bett liegt, ist diesen Input deutlich geringer. Dadurch kann man sich auch eher um den Schmerzen fokussieren, als das, was man tagsüber hat. Außerdem bewegst du dich hoffentlich tagsüber mehr, was dann dafür sorgt, dass dein Gehirn auch anderen Muskel, andere Gelenke, andere Partie von dem Körper mehr wahrnimmt. Und all das sorgt dafür, dass deine Aufmerksamkeit für Schmerz oder deine Wahrnehmung für Schmerz nachts anderes ist als tagsüber. Dazu kommt noch ein zweiter Faktor und das ist Cortisol. Cortisol ist ein körpereigenen Stresshormon. Diesen Hormon wirkt auch entzündungshemmend und er hat auch einen Einfluss auf deine Schmerzwahrnehmung. Nachts wird die Cortisolmenge von deinem Körper geringer. Dadurch hast du erstmal eine größere Wahrnehmung von Schmerzen, das heißt, du spürst sie mehr. Und zweitens, da er auch entzündungshemmend wirkt und man nachts weniger davon hat, kann es sein, dass die Entzündung nachts auch stärker ist als tagsüber. Aber nun sprechen wir wieder über die 3 Hauptursachen für Schmerzen an den Hüftgelenken nachts. Das erste Krankheitsbild, was nachts Schmerzen auslöst, ist eine Osteoarthritis. Das heißt eine akute Entzündung im Gelenk drin. Die häufigste Ursache hierfür ist die Arthrose. Dieses Wiederaufflammen von Beschwerden kann ein Signal dafür sein, dass es im Gelenk jetzt eine akute Entzündungsprozess herrscht. Ein wichtiges Signal dafür sind Nachtschmerzen oder Schmerzen nach längeren Ruhephasen. Besonders hier spielt dann auch das Cortisol eine Rolle. Dadurch, dass es entzündungshemmend wirkt und nachts man weniger davon hat, flammen die Beschwerden ein bisschen mehr auf. Der zweite Grund, das Glutealtendinopathie, das ist ja eine Veränderung von der Sehnenansatz der Muskulatur, der Gesäßmuskulatur an den Hüftknochen. Besonders dann, wenn du auf der Seite liegst, kann es zu einer erhöhten Druckbelastung auf der Sehne draufkommen, was dann die Beschwerden verursacht. Und auch dann, wenn dieses Bein zum Beispiel oben ist und du gar keinen direkten Druck darauf hast, kann es sein, dass durch das Bein nach unten fallen eine Dehnung auf der Sehne kommt, was dann die Zuckbelastung erhöht. Dafür habe ich hier schon ein Video, schau dir das nochmal genauer an. Und diese Zuckbelastung sorgt auch dafür, dass du Schmerzen wahrnimmst. Und der dritte Grund ist eine Bursitis. Es ist weniger häufig, aber es kann auch vorkommen, dass man ausschließlich eine Schleimbeutelentzündung hat. In diesem Fall tut die Hüfte nur dann weh, wenn man da drauf liegt. Dadurch, dass diese Struktur entzündet ist und in den meisten Fällen auch aufgequollen, durch das da drauf liegen erhöht sich den Druck, was dann auch Schmerzen verursacht. Es wäre das Gleiche, wenn du irgendwo eine Wunde hast und du drückst einfach da drauf. Es tut ja auch weh. Ja klar, können auch andere Krankheitsbilder nachts Schmerz an der Hüfte auslösen. Aber diese sind die Hauptursachen. Um dauerhaft beschwerdenfrei zu werden, ist es wichtig, dass du die Basiskrankheit behandelst. Dafür, um eine genaue Behandlung sowohl für Arthrose, Glutealtendinopathie und so weiter, habe ich schon spezifische Videos gedreht. Schau die in der Playlist an. Aber wenn du sofort eine Hilfe haben willst, können dir diese Übungen helfen und den Tipps, die ich dir am Ende vom Video nochmal gebe. Für die erste Übung brauchst du eine Höhe, sei es ein Stepper, ein paar Bücher oder eine Treppenstufe. Stell dich aufrecht hin. Das betroffene Bein, das lässt du jetzt hängen, nach außen runter. Und jetzt versuchst du, einfach kreisende Bewegung machen nach außen. Das Bein so leicht pendeln zu lassen und wirklich schön drehen. Fuß nach außen drehen. Durch das leichten Zug sozusagen vom Gewicht von dem Bein hat es eine sehr entspannende Wirkung auf das Gelenk, die Muskulatur um die Hüfte drumherum und auch das Gelenkkapsel. Dreht es ein bisschen in eine Richtung und dann halt in die andere Richtung. Es soll wirklich eine Drehbewegung passieren in der Hüfte.
Und das machst du so 10 bis 15 Mal und dann kannst du es auch nach vorne und zurück lassen. Wichtig dabei ist, dass die Bewegung an sich sehr flüssig sein sollte und Zug wird jetzt nicht wirklich im Gelenk passieren, aber das Gewicht von deinem Bein, das soll einfach mal so leicht pendeln. Und genau diese Pendelbewegungen, die wirken entspannend und schmerzlindernd. Am besten machst du die nächsten Übungen direkt sitzen an deinem Bett, bevor du schlafen gehst. Setz dich aufrecht hin an der Kanten von deinem Bett. Deine Hände kommen jetzt halt ein bisschen nach hinten hin, dass du die gut festhalten kannst. Und jetzt bringst du erstmal die Hüfte nach oben, bringst sie dann gedreht nach außen, runter und drehst sie wieder nach innen. Mach so eine kreisende Bewegung der Hüfte. Hoch, rausdrehen, reindrehen, Bein wieder zusammenführen. So einfach ist es. Zu dir zum Brustkorb, nach außen weg, runter, wieder nach innen drehen. Versuche dabei deinen Oberkörper ein bisschen gerade zu lassen. Dadurch hast du mehr Effektivität von der Übung an der Hüfte hin und wiederhole es einfach so 10 bis 12 Mal. Und am besten für diese Übung ist es, dass du auch auf der anderen Seite es machst, damit du die gesamte Beweglichkeit auch vom Beckenring her beeinflussen kannst. Wenn dir dieses Video gefällt und du einfach mehr Infos bekommen möchtest, wie du mit einfachen Übungen zu Hause Schmerzen lindern kannst und deine Gesundheit fördern kannst, dann abonniere meinen Kanal. Hier bekommst du jede Woche Tipps für Übungen, was du machen kannst, um schmerzfreier zu leben. Leg dich mal auf den Bauch hin und winkel dann deine Beine in 90 Grad an. Bringe die ein bisschen auseinander. Wichtig ist jetzt, dass du auch die 90 Grad versuchst auch zu behalten. Wenn deine Knie zu gebeugt sind, verlierst du ein bisschen an Effektivität der Übung. Lass die Knie in 90 Grad, die Füße auch in 90 Grad und in dieser Position lässt du dann die Hüfte nach außen drehen, beziehungsweise spannst es bewusst an, dass du die so weit wie möglich nach außen bewegst. Und dann wieder zusammen nach innen. Nach außen drehen, so weit wie du kannst. Ganz aktiv seitlichen Unterschenkel nach unten zu bringen. Du wirst es auch in der Hüfte merken. Und dann wieder zurück. Wiederhole diese Bewegung beidseitig sozusagen für mindestens 12 bis 15 Mal. Und dann die Seite, wo du noch zusätzlich Beschwerden hast, die wirst du jetzt intensiv auch in die Innendrehung üben. Das heißt, nachdem du jetzt die Wiederholung gemacht hast, streckst du die gesunde Seite und jetzt die betroffene Seite, die versuchst du, die Ferse nach unten zu bringen, so weit wie du kannst Richtung Oberschenkel, aber dein Becken soll sich möglichst wenig von dem Boden heben. Das Knie sowieso nicht, aber das Becken soll auch auf dem Boden bleiben. Aktiv das Becken nach unten anspannen. Dreh so weit wie du kannst nach unten und dann wieder zurück. So weit wie du kannst runter und wieder in der Mitte. Was ich damit meine, ist, dass du nicht so weit hier wegkommst, weil dann verlierst du schon an der Effektivität von der Übung. Das heißt, Becken lässt du unten, Knie 90 Grad und dreh es nur so weit, bis du ordentlich in der Hüfte die Bewegung spürst, aber das Becken selber bleibt auf dem Boden. Im akuten Fall von Beschwerden musst du auch ein bisschen darauf achten, dass du es nicht übertreibst, aber Schmerzen sind nicht immer ein Signal dafür, dass es kaputt ist. Geh immer ein bisschen bis zu dein Limit und versuche dann einen kleinen Tick noch mehr zu machen. Langfristig passt dir dein Körper eine neue Herausforderung wieder an. Und diese Innenbewegung solltest du dann auch für mindestens 12 bis 15 Mal wiederholen, um dann wieder die Beine nach außen zu drehen und in der Mitte zu kommen. Nach außen zu drehen, so weit wie du kannst und wieder nach innen. Und für die letzte Übung legst du dich dann auf den Rücken hin, platzierst du die Beine weit, breit auseinander. Achte darauf, dass deine Knie auch gestreckt bleiben. Und in dieser Position stellst du dir mal vor, dass deine Füße so wie ein Scheibenwischer sind. Du solltest einatmen und die
Füßen nach außen bringen, auch eine Drehung der Hüfte, ausatmen und die Beine wieder nach innen bringen. Der limitierende Faktor ist hier deine Knie. Du bringst die Beine so nach außen, immer mit Anspannung von dem Gesäßmuskel, und dann, wenn du sie nach innen bringst, nur so weit, bis du die Knie nicht beugst. Wenn du sowas machst, dann ist es schon viel zu viel. Du kompensierst die Bewegungseinschränkung von der Hüfte mit einer Überbelastung am Knie. Das soll nicht sein. Das heißt, hüftbreit, einatmen, Füße nach außen, Gesäß anspannen, ausatmen, Füße nach innen. Und diese einfache Bewegung ist auch der Abschluss dafür. Die wiederholst du jetzt für 3 Serien, mindestens 12 Wiederholungen in dein Tempo. Wenn du gerade nachts Schmerzen an der Hüfte hast, dann probier mal diese Übungssequenzen aus, die werden dir helfen. Aber es gibt ein paar Tipps, die auch dir dabei unterstützen können in Akutsituationen. Die erste ist zum Beispiel, wenn du auf der Seite schläfst, nutze einen kleinen Kissen bzw. einen größeren Kissen zwischen die Knie, die dir halt auch einen Abstand geben, sodass das Becken gerade bleibt. Im besten Fall ist das Kissen breit genug, um dir eine gute Unterstützung zu geben, sowohl von der Oberschenkel als auch von den Unterschenkel. Es gibt auch spezielle Kissen dafür, die sind ein bisschen stabiler. Wenn du ein Rückenschläfer bist, platziere dann ein Kissen einfach unter den Knien. Dadurch, dass du eine leichte Beugung in der Hüfte jetzt hast in dieser Position, kann dieses auch schmerzlindernd wirken. Wenn du Schmerzen seitlich hast, wenn du dir da drauf legst, dann kann es auch helfen, den Kissen einfach da drunten zu packen. Damit hast du ein bisschen mehr Puffer und das sorgt für eine bessere Druckverteilung. Das ist besonders wichtig, wenn du in der letzten Zeit mehr an Gewicht zugenommen hast. Diese Überbelastung vom Druck kann auch Schmerzen auslösen. Was manche Patienten auch gut helfen kann, ist Wärme oder Kälte. Was genau das Richtige für dich ist, musst du selber ausprobieren. Häufig haben Patienten Angst, Wärme zu nutzen, weil sie denken, dass durch die Wärme man die Entzündung im Gelenk noch erhöhen würde. In Wahrheit ist es so, dass die Wärme nur auf die Haut bleibt. Es sorgt für eine andere Wahrnehmung in dem Bereich, aber diese Wärme kommt nicht bis ins Gelenk rein. Deswegen musst du auch keine Angst haben, dass durch die Wärme die Entzündung noch stärker wird. Andere Patienten profitieren ein bisschen mehr von Kälte. Du kannst einfach mal einen kleinen Eisbeutel nehmen, in einen Küchenroller einpacken und seitlich auf die Hüfte packen und es mindestens 10 Minuten wirken lassen. Probier mal aus, guck, was dir am besten bekommt. Ein dritten Tipp, was bei manchen Patienten hilft, ist, dass man lokal den Bereich auch massiert. Achte darauf, vor allem dann, wenn du jetzt halt nicht so viel Körperfett hast, dass der Druck nicht zu intensiv wird, weil dadurch können sich jetzt Schleimbeutel oder auch Sehnen noch doller gereizt werden, was dann die Beschwerden noch stärker macht. Auch die Massage wirkt nur oberflächlich und hat keinen direkten Einfluss auf das Gelenk selbst. Und zu guter Letzt, überprüfe deine Matratze. Guck, ob sie vielleicht zu weich oder zu hart für dich ist. In dem Fall, wenn du die Vermutung hast, dass es zu hart ist, kannst du versuchen, mit einer extra Polsterung, zum Beispiel ein Kissen, deine Schmerzen zu lindern. Aber auch eine zu weiche Matratze kann dafür sorgen, dass die Druckverteilung nicht optimal ist. Schau mal einfach nach. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Tschüss!